Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Das heutige Video soll sich um das Thema Handstand drehen und zwar, wie ihr am besten damit beginnt, um dann später einmal frei stehen zu können. Viel Spaß dabei! Ihr könnt natürlich versuchen, immer wieder Kick-Ups zu machen und euch dann irgendwo in der Mitte zu fangen, beziehungsweise irgendwie so ein bisschen zu halten, aber das wird eher in Zeitverschwendung und Frustration enden, als in allem anderen. Meiner Meinung nach gibt es da eigentlich nur eine Möglichkeit und zwar ist es das Training mit, beziehungsweise an der Wand. Und auch hier gibt es einige Tipps und Tricks, beziehungsweise einige Sachen, die man auf jeden Fall beachten sollte. Und die erste und wirklich wichtigste Sache beim Handstandtraining ist das Warm-up. Bitte nach eurem normalen Warm-up macht ein spezifisches Warm-up für eure Handgelenke. Ihr erspart euch damit auf lange Sicht wirklich einige Verletzungen. Ich kann da nur aus eigener Erfahrung reden, das ist es wirklich nicht wert. Nachdem ihr euch ordentlich warm gemacht habt, kann es eigentlich auch losgehen. Und zwar solltet ihr das Ganze auf einem festen Boden machen. Umso fester oder beziehungsweise umso härter, umso besser ist das Ganze. Liegt einfach daran, dass man durch einen festen Boden viel mehr Kraft generieren kann, als wenn man erstmal durch irgend so eine weiche Matte drücken muss. Und jetzt kommt der Punkt, der für viele und auch für mich eigentlich einer der schwersten war. Und zwar, wenn man Handstand an einer Wand trainieren möchte, dann muss man da ja auch irgendwie hochkommen. Und ich konnte früher nicht mal das. Das heißt, wenn ihr das schon könnt, dann seid ihr mir einiges voraus. Aber es ist wirklich erstmal ganz egal, wie ihr dort hochkommt, wie das Ganze aussieht, ob ihr extrem viel Schwung braucht, ob ihr im Hohlkreuz da steht, ob eure Arme sehr weit auseinander sind und. Daran kann man im Nachhinein relativ zügig daran arbeiten. Hauptsache ist eben, ihr kommt erstmal dort hoch. Wenn es euch zu viel Überwindung kostet, beziehungsweise ihr es einfach nicht schafft, dann könntet ihr euch auch einen Partner zur Hilfe nehmen, ob es derjenige ist, mit dem ihr trainieren geht, ob es jemand aus dem Fitnessstudio allgemein ist, den ihr dort kennengelernt habt, ob es eure Partner sind, ob es eure Eltern sind, scheißegal, Hauptsache ihr kommt erstmal irgendwie über Kopf dort hoch, um euch dann über ein paar Trainingseinheiten einfach daran zu gewöhnen, wie es überhaupt ist, über Kopf zu sein und sich langsam in dieser Position einfach sicher zu fühlen. Ein guter Indikator für mich persönlich war, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich kontrolliert und ruhig atmen kann über Kopf. Und als das der Fall war, habe ich gemerkt, okay, jetzt fühle ich mich hier mehr oder minder wohl und jetzt kann ich daran arbeiten, meine Form an der Wand zügig zu verbessern. Und der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, sind die Arme bzw. die Hände. Und zwar sollten sie schulterbreit sein. Schulterbreit ist tatsächlich enger, als ihr denkt. Das hier ist nämlich nicht schulterbreit, sondern das hier ist schulterbreit. Und das fühlt sich irgendwie merkwürdig eng an am Anfang. Der zweite Punkt betrifft auch die Hände bzw. die Finger. Und zwar sollten die Fingerspitzen nach vorne zeigen und eben der Daumen zur Seite. Und nicht irgendwie der Daumen halbwegs nach vorne und die Finger zur Seite. Weil euer Ziel ist ja, ihr möchtet durch Druck auf die Fingerspitzen und durch Druck auf den Handballen das nach vorne und hinten kippen und nicht irgendwie zur Seite. Der nächste Punkt betrifft das Hochkicken und zwar sollte man schauen, dass man die Schulter ungefähr auf Höhe der Handgelenke hat. Das sorgt einfach dafür, dass ihr einen besseren Hebel bzw. Winkel habt, um euch eben nach oben zu kicken. Was die Beine beim Kick-Up betrifft, fand ich es persönlich immer am leichtesten, wenn man die Beine in so einer Art Sprinterposition hat. Und wenn ihr das alles beachtet habt, sollte der Kick-Up an sich eigentlich kein Problem mehr sein. Wenn man jetzt an der Wand steht, gibt es auch hier Punkte, die man auf jeden Fall beachten sollte, damit das Ganze ordentlich wird. Weil es gibt einfach wirklich nichts Schlimmeres, als sich etwas falsch anzutrainieren, um es dann wieder wegtrainieren zu müssen, um es dann neu richtig zu lernen. Also, wenn ihr an der Wand steht, drückt euch richtig schön aus euren Schultern raus, sprich eure Schulterblätter kommen in eine Elevation. Jetzt solltet ihr euren Bauch anspannen und euren Bauchnabel ein bisschen einziehen. Jetzt den Po anspannen und versuchen das Ganze so lange wie möglich zu halten. Es gibt ja bekanntlich zwei Varianten, das Ganze an der Wand zu trainieren und einmal mit dem Rücken zur Wand oder mit dem Bauch zur Wand. Ich hatte immer ein bisschen mehr Angst vor der Variante mit dem Bauch zur Wand, weil man einfach nach vorne kippt und da nichts ist, was einen irgendwie auffangen kann. Aber ich kenne auch Leute, bei denen war es genau andersrum und die haben einfach Angst gehabt mit dem Rücken zur Wand. Ich kann es nicht erklären, aber es ist so. Schaut auf jeden Fall, welche Variante für euch besser ist. Die Punkte, die man beachten sollte, wenn man an der Wand steht, sind auf jeden Fall immer dieselben. Das nächste, was man beachten sollte, ist, dass man von Mal zu Mal versucht, die Hände weiter in Richtung Wand zu bringen. Einfach damit man in eine geradere Position gerät und langsam lernt, wie es ist, vor allem wenn man mit dem Rücken zur Wand übt, ohne Hohlkreuz zu stehen. Wenn ihr gerne mit dem Bauch zur Wand trainieren möchtet, dann müsst ihr euch eigentlich nur vor die Wand stellen und mit Händen und Füßen einfach hochkrabbeln.
Der Vorteil in dem Training mit dem Bauch zur Wand ist auf jeden Fall, dass man direkt in die richtige Handstandposition gedrückt wird und es eigentlich nicht machbar ist, wenn man die Punkte, die ich eben erzählt habe, beachtet, in ein Hohlkreuz zu fallen. Ob so oder so, wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr erstmal versucht, auf eine Haltedauer von ca. 60 Sekunden zu kommen. Wenn ihr das erreicht habt, dann könnt ihr auf jeden Fall mit einer kleinen Progression starten, und zwar solltet ihr üben, euch über eure Fingerspitzen von der Wand weg bzw. zu der Wand hinzudrücken. Wenn ihr mit dem Rücken zur Wand trainiert, dann solltet ihr schauen, dass ihr euch durch Druck auf die Fingerspitzen von der Wand langsam löst, ohne eben mit den Füßen abzustoßen. Andersrum, wenn ihr mit dem Bauch zur Wand trainiert, dann solltet ihr schauen, dass ihr euch leicht mit den Füßen abstoßt und euch dann mit Druck auf die Fingerspitzen wieder an die Wand holt. Das Ganze sorgt einfach dafür, dass ihr ziemlich schnell Balance findet. Und man kann langsam an den nächsten Schritt gehen, und zwar sich einfach mal mit einem Bein von der Wand lösen und dann vielleicht einfach mal ein bisschen die Beine wechseln, ein bisschen rumspielen und einfach mal gucken, wie sich das Ganze so verhält. Wobei man auf jeden Fall versuchen sollte, wie gesagt, über Druck auf den Handballen und Druck auf die Fingerspitzen das Ganze zu regulieren. Ich würde euch empfehlen, das Ganze auf jeden Fall 3 bis 4 Mal pro Woche zu trainieren, in Ruhe zu üben und auch am Anfang des Trainings zu üben. Natürlich nach eurem Warm-up. Am Anfang hat man erstmal noch die Kraft, die ihr anfangs wahrscheinlich brauchen werdet. Des Weiteren ist man halt eben noch konzentriert. Wenn ihr jetzt irgendwelche Gewichte stemmt oder sonst was macht, dann habt ihr am anderen Ende des Trainings einfach nicht mehr die Konzentration, um dann noch irgendwas Neues, was ihr halt eben vorher selten oder noch nie gemacht habt, noch dazu zu lernen. Das heißt, wundert euch bitte nicht, wenn ihr Handstand immer ganz zum Schluss trainiert, dass ihr da einfach keine Fortschritte macht. Ich hoffe, das Ganze hilft euch bei eurem Training und auf dem Weg zu einem freien Handstand. Mir hat es extrem viel geholfen. Ich habe es fast nur darüber gelernt und das ist auch der Grund, warum ich dieses Video gemacht habe. Falls ihr noch weitere Tipps habt, beziehungsweise irgendwas, was euch selber extrem weitergeholfen hat, dann schreibt es gerne auch in die Kommentare. Dann können sich Leute, die die Kommentarsektion durchschauen, da auch noch Mehrwert holen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet, dann abonniert gerne auch meinen Kanal kostenlos. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!